Sehr schön. Ich mache mal ganz kurz auch ein Screensharing. Jan-Erik, dich würde ich dann direkt danach nochmal bitten. Ich versuche mal kurz nee, jetzt ist der falsche Bildschirm natürlich drin, logischerweise. Da muss ich hin. Ja, jetzt. Also was bei mir in meiner Theorie wichtig ist, dass eben zum Beispiel ich mal über die letzten Jahre festgestellt habe, es wird zwar immer eine Software eingeführt und man glaubt letztendlich, dass man dadurch viel kundenorientierter ist. Das ist aus einer ganz anderen Blickrichtung, wie es bei euch, Tobias und Patrick, stattgefunden hat. Und habe dann irgendwo die Kernthese aufgestellt, die Kundenorientierung funktioniert in einem funktional aufgestellten Unternehmen nicht, weil die allermeisten Unternehmen sind nun mal funktional aufgestellt und das sieht man auch hier ja im Prinzip in diesem sehr schematischen Bild. Man hat sich zwar vielleicht gewisse Zielgruppen zur Hand genommen und sagt, okay, diese Zielgruppen sind bei mir im Kern, ob das jetzt B2B oder B2C ist, ist erstmal fast egal. Aber was passiert ist, wenn eben Vertrieb, Marketing, E-Commerce, Social Media, aber auch teilweise Produktmanagement oder IT mehr oder weniger direkt am Kunden arbeiten, dann entsteht, was hier rechts steht, das ist sozusagen diese kommunikative Kakophonie, habe ich es jetzt mal genannt. Im Prinzip der Kunde hat kein einheitliches Bild der Company sozusagen. Und es gibt ja nicht den Kunden, sondern es gibt eben verschiedene Zielkunden. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man da versucht, das Ganze zu homogenisieren. Und daraus ist letztendlich so dieses Bild entstanden, was ich 1993 zum ersten Mal eben erlebt habe, wo wir bei Yves Rocher gesagt haben, wir bauen uns jetzt nach Kunden und Zielgruppen um. Und dadurch ist eben auch dieses Team, Kundenmanagement-Team als Organisationsform entstanden und das Ganze nennt sich dann eben Generalisten. Also die Generalisten arbeiten sozusagen als Team an einer Zielgruppe. Das können im B2C-Bereich die Neukunden sein, das können eben die Top-Kunden, das können mittelprächtige Kunden, das können auch die ehemaligen Kunden sein. Im B2B-Bereich gibt es eben unterschiedlich nach Kundenwert strukturierte Gruppen oder nach Branchen. Also das kann man sehr, sehr unterschiedlich eben definieren. Wichtig ist nur, dass diese Zielgruppen in sich möglichst eine Stabilität haben. Und jedes Team kümmert sich sozusagen um eine Zielgruppe und hat eben auch unterschiedliche Ziele. Also man hat nicht ein Ziel, Neukunden generell zu generieren, sondern man hat eben entsprechend für diese Zielgruppe besonders das Ziel, Neukunden zu generieren oder entsprechend hier den Kunden auszubauen. Eben das ist ein sehr, sehr eindeutiges Ziel. Und diese Generalisten, Teams, die gucken, dass sie eben alles für diese eine Zielgruppe tun und bedienen sich sozusagen im Hintergrund den Fachabteilungen als Spezialisten. Und ergänzt wird das Ganze dann nochmal um zwei weitere Abteilungen, aber letztendlich wird es klar, dass dieses, was ich vorhin externe Kakophonie genannt habe, von der Kommunikationsseite her, das wird nach innen verlagert. Das macht es vielleicht nach innen manchmal ein bisschen aufwendiger, aber letztendlich ist es der Wettbewerb von Ideen, der Wettbewerb von Kampagnen, die dann letztendlich aber dazu führen, dass die Zielgruppe ein einheitliches Bild bekommt. Und parallel dazu gibt es eben, wie gesagt, noch zwei so Ergänzungen, die wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder eingeführt haben, nämlich einmal sozusagen diese CRM-Abteilung oder MarTech oder CX-Abteilung, wie es durchaus mal genannt wird, die letztendlich das Ganze koordiniert, so ein bisschen als übergreifende Stelle. Und das andere, was eine reine Koordinationsaufgabe ist, ist letztendlich diese ganzen Dinge zwischen den Generalisten und den Fachabteilungen zu koordinieren, dass eben Dienstleistungen, die auch nach draußen gehen, subsumiert werden und eben sozusagen da wiederum nicht jeder für sich mit den externen Dienstleistern, mit den Agenturen zusammenarbeiten soll. Oder auch der Einkauf kann ja an einer Stelle wieder zusammengeführt werden, weil letztendlich kann es durchaus passieren, dass das Thema Einkauf für diese Zielgruppe eine andere Art von Produktsortiment erzeugt, wie bei der Zielgruppe 2 oder Zielgruppe 3. Aber wichtig ist, und das ist sozusagen der Satz, den Robert Ley mir mal 1988 ins Hirn gepflanzt hat. Robert Ley hat mal gesagt, wer bestehendes Denken ändern will, muss bestehende Strukturen zerstören. Und das wäre sozusagen mein Input für die heutige Diskussion, dass man einfach nicht mehr funktional aufgestellt sein sollte, sondern entsprechend nach Kunden und Zielgruppen. Und das ist sozusagen mein Teil, wie man sich da neu auseinandersetzen kann. So, dann gebe ich den Spielball zurück zu Jan-Erik.